So, nun noch ein paar grundlegende Dinge zu den Hydraulikanschlüssen. Eine Sache ist natürlich ganz klar, die Verbindung vom Tank zur Saugleitung der Pumpe, die muss immer, hatten wir schon besprochen, so kurz und vom Querschnitt so dick wie möglich sein. Hier wird auch nach Möglichkeit nie irgendein T-Stück, ein Verbinder oder ein Abzweig eingebaut. Von der Pumpe muss eine Leitung zu der P-Seite der Ventile geführt werden. Ob diese nun auf der einen Seite rechts oder links ans Ventil angeschlossen wird, ist dabei völlig nebensächlich. Diese Bohrungen unten durch den Verteilerblock von der also die P-Seite sowohl als auch die T-Seite sind komplett durchgebohrt. Das ist also an der Stelle egal, ob man diese Leitung jetzt hier oder auf dieser Seite anschließen würde, weil im Ventil sowieso diese Seite mit dieser Seite verbunden ist. Soweit so gut. Klar ist auch, es muss vom Ventil eine Leitung zurück zum Tank geführt werden. Diese kann entweder auf einer Seite vom Ventil abgegriffen werden oder zurückgeführt werden, oder wir haben das bei einigen Modellen auch doppelt ausgeführt, um etwas den Rückstau in den Rücklaufleitungen zu vermindern. Funktionieren tut beides. Man könnte jetzt auch von diesem und von diesem Anschluss eine Leitung zurück zum Tank legen. Wichtig bei der Hydraulik ist generell, der Anschluss T muss mindestens einmal zurück in den Tank geführt werden, und in der Regel wird in dieser Leitung hier oder in der Leitung von Ventil zurück zum Tank auch ein Filter eingebaut. Also wenn ein Filter eingesetzt wird, wird er zwischen dem T-Anschluss und dem Tank montiert, also in der Rücklaufleitung. Wie gesagt, wir haben hier auf dem Prüfstand jetzt keinen Filter montiert. In der Regel sollte man an den Modellen oder in den Modellen natürlich einen Filter einsetzen, der liegt aber auch dem Bausatz entsprechend bei. Wir werden auch oft gefragt, wie geht das bei der Inbetriebnahme der Hydraulik, was ist beim Entlüften zu beachten. Das Entlüften der Hydraulikanlage ist generell eigentlich sehr, sehr unkritisch, denn solange das Volumen im Zylinder größer ist als das der Anschlussleitungen, wird sich der Zylinder immer selbst entlüften, weil mehr Öl nachströmen kann, als Luft in den Leitungen ist. Das heißt, das ist völlig unproblematisch. Wir können uns das ja hier mal genau anschauen, was da passiert. Ich habe im Moment den Zylinder, da ist jetzt noch nicht wirklich Öl drin, ein bisschen was noch vom Prüfen, und wir können jetzt mal genau ein Auge auf die Rücklaufleitung hier werfen, die vom Ventil kommt. Wir sehen jetzt, wir haben ein paar Luftblasen hier im System noch drin. Wie es normalerweise bei der wirklichen Erstbetriebnahme ist, hier ja überhaupt kein Öl drin. Aber wir können jetzt mal genau darauf achten, was passiert bei der Inbetriebnahme des Zylinders und wann weiß ich, dass keine Luft mehr im System ist. Wir nehmen die Pumpe in Betrieb, haben hier einen Systemdruck. Wir sprechen normalerweise in der Anleitung immer von um die 10 Bar. Die stelle ich hier ein. Halte ich hier nochmal den Zylinder mit ins Bild. Wie gesagt, wir achten auf die Leitung, die sie jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen gefüllt hat. Und ich öffne jetzt einfach mal das Ventil. Wir sehen jetzt hier, dass sich Luftblasen gebildet haben durch das erstmalige Bewegen des Zylinders. Das heißt, es war noch Luft im System. Aus diesem Grund setzen wir für die Rücklaufleitung generell transparente Schläuche ein. Wir sehen jetzt hier ganz deutlich, wie die Luftblasen entweichen. Ich mache jetzt den Zylinder, bewege den langsam in die andere Richtung.
Und wir sehen jetzt, der Zylinder ist jetzt schon vollständig entlüftet. Ich habe hier in der Rücklaufleitung keinerlei Luftblasen mehr. Das Ganze ist noch etwas über den Zylinder, wenn wirklich das komplette System ohne Öl ist. Wir haben ja hier unseren Prüfstand, der natürlich ja, überall schon Öl drin hatte. Deswegen war es hier ein bisschen schwierig, da wieder Luftblasen reinzubekommen. Bei einer wirklichen Erstinbetriebnahme ist aber auch spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal Bewegen eines Zylinders wird man hier in der Rücklaufleitung keine Luftblasen mehr sehen und weiß damit, die Hydraulik oder diese Funktion, dieser Zylinder inklusive Leitungen ist im Prinzip entlüftet. Wir machen das im Prinzip Funktion für Funktion. Ich persönlich bevorzuge es dazu, die Zylinder, also die Bolzen, die vorderen Bolzen der Zylinder im eingebauten Zustand im Modell herauszunehmen. Das heißt, dass sich der Zylinder ohne Widerstand bewegen kann. Bei den Armzylindern nimmt man eben oben die Verbindungswelle raus, hat dann im Prinzip beide Zylinder vor sich liegen, kann diese entlüften und dann wieder oben den Stift einstecken. Normalerweise funktioniert das Ganze natürlich auch mit dem Stift drin, wobei sich da einfach gezeigt hat, man hat einfach nochmal eine bessere Rückmeldung, wenn der Zylinder sich wirklich frei bewegen kann. Der interessante Teil ist hier das Druckbegrenzungsventil. Da stellen sich immer wieder Fragen, wo soll ich dieses Druckbegrenzungsventil anschließen. Auch das Druckbegrenzungsventil hat, hoffe man sieht es hier, jawohl, einmal unten den P-Anschluss und oben den T-Anschluss, also oben bzw. an der Seite. Und ich vergleiche dieses Druckbegrenzungsventil immer ganz gerne mit einem Gartenschlauch oder generell einem Schlauch. Denn die Funktion ist im Prinzip diese. Ich habe, wenn ich hier ein Stück Schlauch nehme, aus dem natürlich noch ein bisschen Öl tropft, klar, ist hier direkt von unserem Prüfstand, macht das Druckbegrenzungsventil im Prinzip nichts anderes als, wenn ich das jetzt hier anschließen würde, wir haben im Prinzip hier auf dieser Leitung unser Druckbegrenzungsventil angeschlossen. Ich könnte jetzt hier hingehen und könnte statt dieser Leitung einfach eine offene Leitung anschließen. Was würde passieren? Man sieht es hier relativ deutlich. Ich kann das hier mal wegnehmen. Was würde jetzt passieren, wenn ich die Hydraulik in Betrieb nehmen würde? Sieht man es? So sieht man es. Es würde einfach das Öl von der Pumpe hier durch das Ventil durch und hier rauslaufen. Mehr würde nicht passieren. Das Öl sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes und damit ja, würde einfach alles hier rauslaufen. Wir könnten am Ventil einstellen, was wir wollten. Es würde gar nichts passieren. Und das Druckbegrenzungsventil macht jetzt im Prinzip nichts anderes, als wenn ich hier im Prinzip auf diese Leitung, auf dieses Ende meinen Daumen drauf drücke und damit einen Druck im System erzeuge. Ganz ähnlich eines Gartenschlauches. Ich habe im Prinzip meinen Leitungswasserdruck und ja, wenn ich einfach an die Wasserleitung oder an den Wasserhahn, der in dem Fall mit der Hydraulikpumpe gleichzusetzen ist, einen Gartenschlauch anschließe und drehe den Wasserhahn auf, das Ende des Wasserschlauchs ist einfach offen, dann läuft das Wasser dort einfach heraus. Und wenn ich am Ende des Wasserschlauchs mit dem Daumen quasi drauf drücke, den verschließe, baut sich immer mehr Druck im System, in dem Fall im Wasserschlauch auf. Und das gleiche passiert hier, das gleiche macht dieses Druckbegrenzungsventil mit dieser Stellschraube hier oben,
passiert nichts anderes, als dass der Anschluss P, also die Druckseite, im Prinzip über eine Stellschraube hier innen drin immer weiter zugedrückt wird und das überschüssige Öl, das dann hier an dieser Engstelle vorbei geleitet wird, kommt hier aus dem T-Anschluss raus und wird zurück zum Tank geführt. Also wenn man da nicht sicher ist, wo schließt man das Ganze an, immer überlegen, hier aus der Pumpe kommt im Prinzip Öl raus und ich muss irgendwo im System den Druck begrenzen. Ich kann den Druck zum einen, wenn ich jetzt hier einfach einen Stopfen reinmachen würde, würde ich den Druck nicht begrenzen. Das funktioniert bei den eingesetzten Pumpen nicht, weil die Hydraulikpumpen hier sind Industriepumpen, die können Druck bis 80, 90 Bar aufbauen, was natürlich viel zu viel für unser System ist. Das heißt, ich muss den Druck begrenzen, ich muss dem Ölfluss bei geschlossenem Ventil eine Möglichkeit geben, zurück zum Tank zu kommen, ohne irgendwo das System zu beschädigen, und das mache ich im Prinzip über dieses Druckbegrenzungsventil, über den Daumen auf meinem Schlauch. Und viele fragen jetzt, wo kann ich das Druckbegrenzungsventil anschließen? Muss ich das immer hier anschließen, an dieser Leitung, oder kann ich es auch woanders anschließen? Prinzipiell ist das mehr oder weniger nebensächlich. Man könnte auch das Druckbegrenzungsventil im Prinzip hier jetzt einen Stopfen reinmachen, das heißt das Ventil hier verschließen, in dieser Leitung einen Abzweig machen, das Druckbegrenzungsventil hier mit der P-Seite an dieser Leitung anschließen, wäre genau das gleiche, weil wenn wir jetzt einfach überlegen, was würde passieren, wenn ich jetzt hier, ja, ich sage jetzt mal ein T- oder ein Y-Verbinder reinmachen würde, und würde nichts machen, es würde das ganze Öl zu der offenen Seite rauslaufen, und ich kann natürlich auch dann hier, in diesem Fall könnte ich an der offenen Seite wieder hergehen und könnte, so sieht man es besser, also wenn ich das jetzt hier so einbauen würde, dann hätte ich hier im Prinzip eine offene Seite, zu der das Öl rauslaufen würde. Und ich müsste hier wieder meinen Daumen auf die Leitung legen, um entsprechend Druck im System aufzubauen. Das heißt, es ist völlig nebensächlich, ob ich das Druckbegrenzungsventil jetzt hier mit einem Abzweig einbaue oder hier im Prinzip an der gegenüberliegenden Seite des Ventils. Ich habe hier im Prinzip nichts anderes wie ein Abzweig mir hier genommen und dann eben hier diese Leitung zum Druckbegrenzungsventil führe. Ich muss irgendwo in der P-Leitung, also in der Druckleitung zwischen Pumpe und Ventil oder auch nach dem Ventil irgendwo eine Möglichkeit schaffen, dass das Öl, wenn das Ventil geschlossen ist, zurück zum Tank laufen kann. Und das kann ich eben nur, indem ich irgendwo die P-Leitung, also die Druckseite, auftrenne und dort ein Druckbegrenzungsventil einbaue, das eben genau das macht. Es hält einen Daumen auf die Leitung, und alles, was quasi an dieser Engstelle vorbeigeht, geht über die T-Leitung zurück in den Tank. Ist also, wie gesagt, an der Stelle völlig egal, ob man das vor dem Ventil, hinter dem Ventil einbaut. Es gibt auch viele Lösungen, die auf der Pumpe direkt mit einem T-Verbinder arbeiten. Einmal zum Ventil, einmal zum Druckbegrenzungsventil. Ist völlig nebensächlich. Das gleiche gilt im Übrigen auch hier für das Manometer. Auch das kann beliebig in der Druckseite, also in der P-Leitung, eingebaut werden.
Auch da spielt es keine Rolle, ob der Druck zwischen Pumpe und Ventil oder nach dem Ventil gemessen wird. In der Regel geht man her und macht einen Abzweig, wo man die Leitung zum Druckbegrenzungsventil auch noch quasi gleich fürs Manometer abzweigt. Aber wichtig ist, dass beide Anschlüsse, also einmal der P-Anschluss vom Druckbegrenzungsventil als auch der Manometeranschluss, beliebig irgendwo in der Druckseite der Hydraulik, also in der P-Leitung, montiert werden.